Eine S-Bahn auf der Vilstalbrücke. Auf der Schnellfahrstrecke Wendlingen-Ulm fahren normalerweise Züge mit bis zu 250 km/h. Warum ist hier jetzt eine S-Bahn unterwegs und was macht sie so besonders? Heute fahren wir mit der Baureihe 430, einem der ersten Prototypen mit der Zulassung für ETCS, um einen störungsfreien Betrieb zu erproben. Wir fahren hier auf der Wendlingen-Ulm, weil das die einzige Strecke im Großraum Stuttgart ist, wo ETCS zur Verfügung steht und wir diese Testfahrten durchführen können. Das digitale Zugbeeinflussungssystem ETCS, kurz für European Train Control System, bringt alle entscheidenden Informationen für den Zugbetrieb aufs Display im Führerstand. Diese S-Bahn ist bereits damit ausgerüstet und muss nun 5000 Kilometer im Testbetrieb bestehen. Wir kontrollieren, dass keine Fehler anstehen. Wir machen die ganz normalen Bedienhandlungen, die wir heute auch im normalen Betrieb machen und prüfen die Systeme, die neu hinzugekommen sind, auf Fehlerfreiheit. Wir wollen durch die 5000 Kilometer natürlich nachweisen für uns, dass auch im realen Betrieb keine Störungen auftreten. Diese 5000 Kilometer finden nicht auf einer gesonderten Teststrecke statt, sondern während auf der Schnellfahrstrecke zwischen Wendlingen und Ulm weiterhin Reisezüge verkehren. Die große Herausforderung bei diesen Testfahrten ist, dieses unter dem laufenden Betrieb unterzubringen. Hier muss man natürlich auch Baustellen berücksichtigen, die in Stuttgart sowie in Ulm stattfinden. Vorwiegend sind wir nachts unterwegs. Um Fahrten tagsüber durchzuführen, müssen wir natürlich berücksichtigen, ob wir auf die Trasse kommen. Die Trassen haben wir über den ganz normalen Regelprozess bestellt, damit wir keine anderen Züge stören. Damit all das möglich ist, musste die S-Bahn technisch angepasst werden. Beim Umbau haben wir darauf Wert gelegt, so wenig wie möglich im Führerraum zu verändern. Wir haben die Batterieschalttafel angepasst. An der Batterieschalttafel haben wir die verschiedenen Bedienelemente für die Zugbeeinflussungsanlage sowie natürlich den Batteriehauptschalter, Taster für die Bremsprobe. Hier unten haben wir den Zugfunk, um die Kommunikation mit den Fahrdienstleitern und der BZ aufzunehmen. Hier haben wir das Display für das Fahrzeug, wo wir verschiedene Informationen und Fehlerbilder abrufen können, wenn die vorhanden sind, sowie Fahrgastinformation einstellen. Hier vorne haben wir das Display, was neu ist mit dem Tacho und allen Informationen für ETCS. Hier haben wir noch das Ebola-Bordgerät, elektronischer Buchfahrplan, was in Zukunft abgelesen wird durch das Tablet für den Triebfahrzeugführer. Die restlichen Bedienelemente sind die Beschallung, die Türbedienung sowie hier die Zugbeeinflussung PZB. Unter ETCS-Betrieb verändert sich somit die Arbeitsweise im Führerstand grundlegend. Der Vorteil von ETCS ist heute, dass wir im Gegensatz zu einem signalgeführten Zug die ganzen Informationen im Display erhalten. Die wichtigsten Informationen sind unsere Geschwindigkeiten, unsere Geschwindigkeitswechsel. Hier stehen wir gerade vor einem Halt, das wird uns hier angezeigt. Draußen sehen wir nur noch eine Blechtafel. Eine Besonderheit der neuen Anzeigen ist der Vorschaubereich. ETCS zeigt nicht nur das Hier und Jetzt, sondern blickt bis zu 32 Kilometer voraus. Wir sehen auf diesem Vorschaubereich Ankündigungen, die zum Beispiel besondere Schalthandlungen haben, wie bei Schwungstrecken. Wir sehen Geschwindigkeitsreduzierungen, die dann auch im Balken eingerückt sind und hier, ob ein Gefälle herrscht oder im hellgrauen Bereich eine Steigung kommt. Bei einem herkömmlichen signalgeführten Zug habe ich an einem Vorsignal bis zum Hauptsignal im Regelfall 1000 Meter. Eine Bremskurve, die zeit- und wegabhängig ist, die aber im Hintergrund abläuft und die ich nicht sehe. Bei ETCS habe ich den Vorteil, dass ich am Display die genaue Bremskurve sehe, wo ich mich befinde von der Geschwindigkeit und wann die Bremskurve bei mir ist. Das schafft Übersicht und ermöglicht mehr Konzentration auf das Gesamtsystem. Insgesamt 215 S-Bahnen werden derzeit nach und nach mit ETCS-Technik ausgestattet. Darunter 155 S-Bahnen der Baureihe 430 und 60 S-Bahnen der Baureihe 423. Wenn wir gerade nicht unterwegs sind, sind wir für die S-Bahn Stuttgart im Team für Stuttgart 21, um die Fahrzeuge mit ETCS und ATO auszurüsten. Für mich persönlich ist diese Fahrt sehr besonders, weil wir natürlich jetzt begleiten können, was wir die ersten Jahre entwickelt und umgesetzt haben am Fahrzeug. 5000 Kilometer Testbetrieb, eine S-Bahn auf einer Hochgeschwindigkeitsstrecke und ein System, das die Zukunft des Bahnverkehrs prägen wird. Ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zum digitalen Knoten Stuttgart, denn ETCS schafft die Grundlage für dichtere Zugfolgen und damit für mehr Kapazität im Netz, ganz ohne zusätzlichen Streckenbau. Wenn ihr auch künftig keine Neuigkeiten rund um Stuttgart 21 verpassen wollt, dann abonniert gerne unseren Kanal.